In diesem Erklärvideo geht es um die Kalendersynchronisation. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Termine aus dem Bridge-Kalender auch in Ihren externen Kalender übertragen können. Und genau, ich befinde mich jetzt hier im Bridge-Kalender. Sie sehen, ich habe ein paar Termine bereits gemacht, noch für Juli und für August. Und um die Synchronisation jetzt zu ermöglichen, brauche ich eine iCalendar-URL. Und die finde ich hier, indem ich auf die 3 Punkte rechts oben klicke und dann auf iCalendar-URL. Und hier kopiere ich mir diese URL mit Klick auf den Button. Navigiere jetzt zu meinem externen Kalender. Das ist in meinem Fall der Google-Kalender. Und hier kann ich links neben weitere Kalender auf das Plus klicken und auf Per URL. Oder um noch einen zweiten Weg zu zeigen, ich klicke hier auf das Zahnrad rechts oben, dann auf Einstellungen und dann hier links auf Kalender hinzufügen und auf Per URL. Und hier füge ich jetzt meine Kalender-URL aus Bridge ein und dann auf Kalender hinzufügen. Ich bekomme jetzt hier eine Erfolgsmeldung, Kalender wurde erstellt und Termine werden abgerufen. Und hier links unten taucht jetzt auch mein Kalender auf, noch mit der langen URL als Namen. Und das kann ich jetzt auch gleich als erstes mal ändern. Und kann jetzt hier auch noch weitere Einstellungen vornehmen, Benachrichtigungen etc. Könnte hier auch den Kalender wieder entfernen. Aber das unterscheidet sich natürlich auch von Kalender-Tool zu Kalender-Tool. Das ist jetzt eben die Ansicht im Google-Kalender. Und wenn ich jetzt hier zurück navigiere, sehe ich die Termine aus meinem Bridge-Kalender auch hier im Google-Kalender. Was ich dazu sagen muss, die Synchronisation, die funktioniert nicht simultan in Echtzeit, sondern tatsächlich ziemlich zeitversetzt. Also für den Google-Kalender habe ich 2 verschiedene Angaben gefunden. Einmal, dass er sich alle 240 Minuten synchronisiert oder einmal alle 24 Stunden. Auch für Apple-Kalender gibt es da unterschiedliche Angaben. Da habe ich zum Beispiel 3 bis 4 Stunden gefunden an Synchronisationsfrequenz. Wie das jetzt für den Outlook-Kalender ist, weiß ich nicht genau. Das unterscheidet sich halt auch von Anbieter zu Anbieter. Sie müssen einfach schauen, ob Ihnen die Frequenz ausreicht. Ein Workaround wäre noch, dafür gehe ich wieder zurück zu Bridge, wenn Sie über die Übersicht und dann Beratung planen, Termine mit Ihren Testkunden anlegen, mit Ihren Testkunden, also bei mir sind das Testkunden, wenn Sie die natürlich mit Ihren richtigen Kunden anlegen, dann ist ein Workaround, ein Tipp, dass Sie die Termineinladungen auch immer an Ihre E-Mail-Adresse schicken. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal die E-Mail-Adresse von meinem Kunden und sobald Sie eine E-Mail-Adresse eintragen, öffnet sich ja automatisch ein zweites Feld und dann könnte ich jetzt hier meine Mailadresse auch mit eingeben und so landet die Termineinladung auch bei Ihnen im Postfach und Sie könnten sich dann den Termin auch in Ihrem Kalender speichern. Das ein Workaround, aber natürlich ist das mit der Synchronisation des Kalenders viel komfortabler und probieren Sie das gerne aus und arbeiten damit vielleicht noch ein Stück weit effizienter.